In diesem Video geht es um elektrotechnisches Basiswissen, genauer um Leitfähigkeiten und noch genauer um die spezifische Leitfähigkeit. Betrachten wir einen einfachen Stromkreis bestehend aus Batterie, Draht und Lampe. Nicht nur der Glühdraht in der Lampe, sondern auch der Draht selbst stellt einen elektrischen Widerstand dar, den die Elektronen überwinden müssen, um vom Minus zum Pluspol der Batterie zu gelangen. Durch diesen Widerstand werden die Elektronen auf ihrem Weg etwas verlangsamt. Der Begriff Widerstand ist hier mit einer Ausbremsung der Elektronen verknüpft und klingt daher ein wenig negativ. Er beinhaltet die Vorstellung, als würde das Material die Elektronen absichtlich ausbremsen wollen. Eigentlich können die Elektronen doch froh darüber sein, dass sie endlich zum Pluspol fließen können. Doch sogar den Metallen, die den elektrischen Strom sehr gut leiten, wird ein elektrischer Widerstandswert zugeordnet. Warum also den Widerstand und damit das halbleere Glas sehen, wenn man es auch als halb voll betrachten kann? Diese freundlichere Sichtweise gelingt mit dem Begriff Leitwert. Silber hat zum Beispiel einen größeren Leitwert als Kupfer, das heißt, es leitet den elektrischen Strom noch besser, als es Kupfer ohnehin schon tut. Kupfer hat nämlich einen wesentlich höheren Leitwert als zum Beispiel Eisen. Rechnerisch ist der Leitwert einfach nur der Kehrwert des Widerstands. Das Formelzeichen vom Widerstand ist R und das des Leitwerts G. Also ist G gleich 1 durch R. Hat zum Beispiel ein Kupferdraht einen elektrischen Widerstand von R gleich 10 Ohm, dann ist sein Leitwert G gleich ein Zehntel 1 durch Ohm. Wie man an dieser Gleichung gut sieht, muss nicht nur vom Betrag, sondern auch von der Einheit der Kehrwert genommen werden. Die Einheit 1 durch Ohm wurde zu einer neuen Einheit zusammengefasst. Zu Ehren von Werner von Siemens, einem großen deutschen Erfinder, sagt man zu 1 durch Ohm auch 1 Siemens. Der Kupferdraht hat also den Leitwert von 1 Zehntel Siemens oder kurz 0,1 Siemens. Ein Eisendraht, der einen Widerstand von R gleich 2,5 Ohm aufweist, hat demnach eine elektrische Leitfähigkeit von 1 durch 2,5 Siemens oder kürzer 0,4 Siemens. 0,4 Siemens sind mehr als die 0,1 Siemens vom Kupfer. Der Eisendraht hat also eine höhere Leitfähigkeit als der Kupferdraht. Heißt das etwa, dass Eisen den Strom doch besser leitet als Kupfer? In diesem Fall ist das tatsächlich so. Aber auch nur, weil der Eisendraht einen 75% größeren Querschnitt als der Kupferdraht hat. Außerdem ist der Kupferdraht 18 mal länger. Wenn die Länge für die Ladungen eher der Strecke vom Wohnzimmer in die Küche gleicht als einem Halbmarathon, naja, dann ist die Leitfähigkeit des Materials natürlich höher. Vergleichbar sind zwei Materialien erst, wenn ihre Abmessungen gleich sind. Vergleicht man also etwa die Leitfähigkeit von einem Kupfertopf mit der eines Stahlträgers, vergleicht man Äpfel mit Birnen. Erst der Vergleich von zwei Drähten, die beide je 1 Meter lang sind und den gleichen Querschnitt von einem Quadratmillimeter haben, zeigen, dass die Leitfähigkeit von Kupfer höher als die vom Eisen ist. Die vom Kupfer beträgt nämlich 56 Siemens, die vom Eisen dagegen nur 10. Kupfer leitet den Strom also fast 6-mal besser als Eisen. Die Leitwerte von solchen 1 Meter langen Drähten mit einem Querschnitt von einem Quadratmillimeter nennt man spezifische Leitwerte. Ihr Formelzeichen ist meistens das griechische Kappa, ein Buchstabe, der an ein geschrumpftes K erinnert. Manche verwenden auch das griechische Gamma, das so ähnlich aussieht wie ein kleines symmetrisches Y. Wie berechnet man damit jetzt den Leitwert eines Materials, das nicht genau 1 Meter lang ist? Man rechnet die spezifische Leitfähigkeit einfach auf die aktuellen Abmessungen hoch. Beispiel: Ein Silberdraht von 4 Meter Länge und einem Querschnitt von 2,5 Quadratmillimeter hat, laut Tabelle, eine spezifische Leitfähigkeit von Kappa gleich 63 Siemens mal Meter durch Quadratmillimeter. Die Leitfähigkeit G des ganzen Drahtes berechnet sich aus diesen drei Größen. Die 63 Siemens für die spezifische Leitfähigkeit bilden schon mal den Anfang. Sie wachsen mit dem Querschnitt, weil der hier 2,5 mal größer ist als ein Quadratmillimeter. Daher multipliziert man die 63 mit 2,5 Quadratmillimeter. Es kürzen sich die Quadratmillimeter weg und das Zwischenergebnis ist schon mal 157,5 Siemens Meter durch Länge. Umgekehrt sinkt die Leitfähigkeit mit der Länge des Drahtes. Bei 4 Metern Länge ist sie also nur ein Viertel so groß wie bei 1 Meter Länge. Das berücksichtigt man,
indem man Kappa durch die Länge von 4 Metern teilt. Hier kürzen sich noch die Meter weg, sodass die Einheit Siemens übrig bleibt. Voilà, wir haben den Leitwert des Silberdrahts berechnet. G ist gleich 39,38 Siemens. Aber diese Gleichung gilt natürlich auch für andere Materialien und andere Abmessungen. Hier mal ein Überblick über die Berechnungsmöglichkeiten. Wir können den Leitwert eines Materials mit Hilfe des spezifischen Leitwerts Kappa und den Abmessungen berechnen. Das haben wir gerade so getan. Man kann ihn aber auch mit Hilfe des spezifischen Widerstandes Rho berechnen, weil die Leitwerte Widerstandskehrwerte sind. Dazu ersetzt man Kappa einfach durch 1 durch Rho. Gleich ein Beispiel dazu. Wegen dieses Kehrwertzusammenhangs kann man mit Kappa sogar den Widerstand ausrechnen. Und dazu einfach die erste Gleichung umdrehen, also komplett die Kehrwerte einsetzen. Ansonsten lässt sich der Widerstand natürlich auch mit Hilfe des spezifischen Widerstands ausrechnen. Als Beispiel für die zweite G-Gleichung verwende ich zum besseren Vergleich mit der Berechnung eben den spezifischen Widerstand von Silber. Der ist laut Tabelle 0,016 Ohm Quadratmillimeter durch Meter. Dieser Wert kommt mit Einheit in den Nenner. Setzen wir noch die 2,5 Quadratmillimeter Querschnittsfläche von vorhin ein und die 4 Meter Länge, erhalten wir 39,061 durch Ohm, was ziemlich gut dem erwarteten Ergebnis von 39,38 Siemens entspricht. So, das war es erstmal zu diesem Thema. Es folgt der Check mit dem Zusammenfassungsquiz. Wie hängen die Größen Widerstand und Leitwert mathematisch miteinander zusammen? Der Widerstand ist der Kehrwert des Leitwerts. Welches Metall leitet besser als Gold? Silber und Kupfer kann man aus der Tabelle sehen. Welche Einheit hat der Leitwert? Siemens. Welche Einheit hat der spezifische Leitwert? Was ist der spezifische Leitwert eines Materials überhaupt? Das ist der Leitwert eines 1 Meter langen Drahtes von einem Quadratmillimeter Querschnitt aus diesem Material. Wie berechnet man den Leitwert eines 1 Meter langen Drahtes aus dem spezifischen Leitwert, wenn sein Querschnitt 2 Quadratmillimeter beträgt? Man verdoppelt den spezifischen Leitwert. Wie berechnet man den Leitwert eines Drahtes mit dem Tabellenwert Kappa, wenn sein Querschnitt 1 Quadratmillimeter und seine Länge 4 Meter beträgt? Man viertelt den Tabellenwert. Wie kann man den spezifischen Leitwert Kappa auch aus dem spezifischen Widerstand Rho bestimmen? Indem man den Kehrwert von Rho bildet.